Flexibilität und Höhe hängen nah beieinander. Sobald ich die Höhe nur noch mit Kraft und viel Gewalt spiele, verliere ich an Flexibilität. Bin ich aber nicht flexibel, das heißt hier auch fest, komme ich nicht in die Höhe. Also hier müssen wir auf jeden Fall beide Punkte zusammenbringen, um eben auch Höhe, Ausdauer und Flexibilität zu trainieren. Eine gern gesehene Übung ist immer dieses Spiel zwischen zwei Naturtönen oder auch danach die Kombination aus mehreren. Eine Einstiegsübung wäre zum Beispiel. Und dann die Kombination zum Beispiel. Und so kannst du die Naturtöne immer weiter nach unten erweitern, chromatisch eben. Das heißt, wenn wir in der Lage C2 und aufwärts starten, hier haben wir immer Terzen, erst eine große, dann eine kleine und dann haben wir eben diese große Sekunde. Und hier kann man sich wesentlich flexibler und schneller bewegen als zum Beispiel in der eingestrichenen Oktave. Da sind eben die Intervalle größer, reine Quinte bzw. reine Quarte von G1 auf C2. Deswegen immer meine Empfehlung, starte von C2 aufwärts, damit du hier eben kleinere Intervalle für deine Bewegungen hast. Wenn du merkst, dass du von einem Ton zum anderen nicht spielen kannst, ohne dass so ein Bruch, so ein Kratzen entsteht, mach's erstens langsamer und die Bewegung auch in Zeitlupe. Zum Beispiel und dann gleiten die Töne so ineinander über. Es ist fast wie auf der Posaune ein Glissando. Das Ganze nennt sich dann Töne treiben. Das heißt, man versucht hier von einem Ton zum anderen möglichst langsam und in Zeitlupe so hinüber zu spielen, dass kein Bruch entsteht. Was trainieren wir hier? Ansatz- und Muskelkontrolle und dementsprechend dann auch die Bindung natürlich. Und letztendlich heißt es dann Geschwindigkeit zunehmen bzw. Schritt für Schritt die Geschwindigkeit erhöhen. Wenn du merkst, du bist gut und flexibel unterwegs, kannst du hier auch jederzeit diese Übungen um einen Naturton zum Beispiel nach oben bzw. auch um 2 nach unten erweitern. Das wäre dann zum Beispiel eine Übung, ich starte hier wieder bei C2. Nochmal. Dann das zweite Ventil, das erste Ventil, 1 und 2. Meine Empfehlung bei solchen Übungen ist immer, mach's auswendig. Erstens lernst du gut hinzuhören. Zweitens hast du mehr Zeit, weniger Noten zu lesen und dich mehr auf dich und deinen Körper zu konzentrieren. Und somit schaffst du dir eine Übung, die du sowieso immer gespeichert hast, egal wo auf der Welt, immer wieder abrufen kannst und auch jederzeit für dich nachvollziehbar erweitern kannst. Das heißt, ganz egal, wie klein und eng die Übung ganz am Anfang ist und wenn es nur zwischen zwei Tönen ist, du bist immer live dabei, wenn sich diese Übung entwickelt. Aus 3 Tönen werden 4, werden 5, werden 6 und du siehst, du baust dir eine eigene Übung zusammen. Du kannst natürlich diese Übung jederzeit aufschreiben, aber wenn du es auswendig lernst, hat es gewisse Vorteile, wie zum Beispiel ein Ohr, das viel aktiver zuhört und eben ein Körperbewusstsein, das du viel besser wahrnehmen kannst, als wenn du auf Notenpapier geschriebene Noten abliest. Kannst du es dir nicht merken, dann mach ruhig nach Noten. Ne? Da gibt es ja die Colin-Lip-Flexibility, das sind ja seitenweise eben diese Naturtonbindungen als Thema bzw. bearbeitet. Aber letztendlich geht es dann auch wieder darum und du wirst merken, du speicherst dir die Sachen ab, dann wieder ins Auswendigspielen zu gehen. Klappt das? Halbton tiefer, etc. pp. Du kennst das Schema ja. Dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg, bau deine Flexibilität aus, geh auch hier ins Höhentraining und vergiss nicht, die Übung auch nach unten zu erweitern. Das lockert wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg. Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Ideen?
Gerne damit ab in die Kommentare, ansonsten gerne am Ende ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.